Hey, hier ist Timon Krause, Mentalist, und ich spreche heute ganz kurz darüber, was meine Motivation irgendwie ist oder meine künstlerische Vision. Klingt irgendwie so pretentious, aber es haben mich einige Leute danach gefragt, warum ich mache, was ich mache, auch was mein Logo bedeutet. Das könnt ihr auf dem Kanal unter anderem sehen. Ich habe es hier als Tattoo auf der Hand oder am Puls, am Handgelenk stehen. Es sind eigentlich viererlei Sachen, die ich mit meinen Shows, mit meinen Videos und mit meinen Büchern und überhaupt im Leben und als Künstler erreichen möchte. Und das erste ist natürlich Unterhaltung. Ich möchte erstmal Leute unterhalten in meinen Shows. Es geht erstmal um Entertainment. Es geht mir gar nicht darum, irgendwie einen Kult zu starten oder zu sagen, guck mal hier, ich kann wirklich Telepathie. Natürlich nicht. Ich kriege manchmal Leute, die sagen, du kannst ja gar nicht wirklich telepathisch Gedanken lesen. Ja, natürlich nicht. Da geht es mir auch nicht drum. Es geht mir um Unterhaltung. Zweitens geht es mir darum, und das ist für mich ein ganz großes Ding, es geht mir darum, Magie zu geben. Irgendwie Magie zu geben, Magie zu erleben. Vor allem in einer Welt, wo wir jetzt alles erklären müssen oder das Gefühl haben, als ob müssten wir alles erklären können. Zu jedem Zeitpunkt geht es mir darum zu sagen, hier ist ein Moment, in dem ihr Magie erleben könnt, wo ihr das nicht verstehen müsst, wo ihr auch irgendwie vielleicht fast als Kind auf die Welt schauen könnt, wo ihr sagen könnt, ich weiß es nicht und das ist okay so. Und für mich selbst natürlich die Suche danach, auch zu sagen, ich möchte was Magisches erleben. Und ich mache es halt zufällig durch Sachen, die aussehen wie Magie, also durch Gedankenlesen oder vermeintliches Gedankenlesen. Es könnte aber genauso gut als Koch machen oder du könntest es als Musiker machen, dieses Gefühl von Magie erleben und erreichen. Das ist als Unterhaltung, Magie, Aufklärung, für mich ein ganz großes Ding, Leute darüber aufzuklären, was geht und was nicht geht. Unter anderem aufzuklären, was geht in Richtung Astrologie, Horoskope, Spoiler, nichts, das ist leider Quatsch. Den Leuten eben zu sagen, okay, ihr braucht nicht an eine höhere Macht zu glauben, um Magie zu erleben. Ihr braucht nicht an einen Gott oder an eine Aura oder an irgendwelche Energien zu glauben, um Magie im Leben erleben zu können. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt, weil ich glaube, wir brauchen uns nicht so zu belügen. Und ich möchte jetzt überhaupt niemandem zu nahe treten, der was glaubt. So persönlicher Glaube ist natürlich gar kein Problem. Es wird für mich immer dann ein Problem, wenn es um absolute Wahrheit geht und jemand den Glauben anderen Menschen aufzwängen muss. Und letzten Endes geht es für mich, und da geht es vor allem bei diesen Videos drum und auch bei meinen Büchern drum, geht es um Empathie. Darum, Empathie zu schaffen, Menschenkenntnis zu vermitteln. Denn wenn du dich selbst kennst, wirst du feststellen, dass alle Menschen letzten Endes, völlig egal wo auf der Welt es ist, gleich sind. Und dass wir gleich denken und dass wir gleich gestrickt sind. Egal welche Hautfarbe wir haben, welches Geschlecht wir haben, wie wir uns identifizieren, welchen Beruf wir haben, wo wir aufgewachsen sind. Es ist völlig egal. Letzten Endes sind wir im Kopf alle gleich. Und das gibt mir einfach ein unfassbares Gefühl von Empathie, weil ich erstmal weiß, dass es egal ist, welchen Menschen auf der ganzen Welt ich begegne, wir haben was gemeinsam und da können wir uns drüber connecten und das möchte ich gerne weitergeben. Und ich glaube, das sind so die 4 Grundbausteine oder die 4 Pfeiler für mich, meiner Kunst. Unterhaltung, Magie geben, Empathie zeigen und Aufklärung. Und da steht eben auch dieses Logo für. Und das habe ich, jetzt wird's fast kitschig, das habe ich auf ein Handgelenk gemacht, da wo du meinen Herzschlag fühlst, weil das halt eine Sache ist, die ich im Leben am meisten liebe. So, jetzt wisst ihr es. Ich wünsche euch alles Gute. Danke, dass ihr mit am Start seid hier und hoffentlich mal bis zu einer Live-Show oder irgendwo. Alles Gute. Bis dann.